Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer in seinem Auto nicht schon standardmäßig ein großes Display verbaut hat, der bekommt jetzt eine neue Lösung dafür. CarPod2Go T3 Pro, ein Display für Android Auto und auch für Apple CarPlay, welches ihr halt nutzen könnt, wenn in eurem älteren Fahrzeug vielleicht keine großen Displays verbaut sind. Wir gucken uns das Ding einmal an. Hier schauen wir uns einmal an, was alles mit dabei ist. Einmal logischerweise eine Halterung, damit ihr das Display auch entsprechend an eurem Fahrzeug oder in eurem Fahrzeug befestigen könnt. Hier zum Beispiel eine Halterung für die Windschutzscheibe. Gibt noch andere Möglichkeiten, zeige ich euch später im entsprechenden Kapitel. Dann gibt es noch eine Rückfahrkamera, die ihr zusätzlich montieren könnt, so ihr denn möchtet. Die wird hier halt per Kabel auch an das Display angeschlossen, kann dann hinten unter oder über das Nummernschild oder wo auch immer ihr es hinpacken wollt, spielt ja am Ende keine Rolle. Installiert ihr die Kamera und könnt die dann via Kabel auch mit dem Display verbinden. Hier ist auch noch so ein Klebestreifen bei, falls ihr das Ganze nur aufkleben möchtet. Dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit, die speziell für ältere Fahrzeuge ist. Ich meine, grundsätzlich ist das gesamte Paket natürlich eher für etwas ältere Fahrzeuge, die nicht über ein eigenes Android Auto oder Apple CarPlay Display verfügen. Hier haben wir noch ein Teil, welches tatsächlich dafür da ist, dass auch ältere Fahrzeuge noch mehr in das System eingebunden werden können. Und ich verrate euch später ganz explizit nochmal, wofür das Ganze ist. Ein bisschen nehmen wir aber schon vorweg, denn hier ist noch eine kleine Anleitung dabei. Und da seht ihr schon, wofür das Ganze da ist. Ein USB-Bluetooth-Adapter. Dazu aber dann, wie gesagt, später mehr, damit ihr da auch noch einen Einblick bekommt, wozu das Ganze gut sein kann. Ansonsten haben wir halt hier logischerweise das Display und das packen wir jetzt auch einmal aus. Ist von der Größe her aus meiner Sicht, und das sieht man ja vorne drauf schon, geht das in die richtige Richtung, würde ich sagen. Nicht zu groß, weil zu groß finde ich immer gerade bei nachträglich eingebauten Displays auch schwierig, aber deutlich größer nochmal als euer Smartphone-Display und vor allen Dingen breiter, denn Android Auto setzt ja mehr auf Breite als auf Tiefe, Höhe, wie auch immer man das dann in dem Zusammenhang bezeichnen möchte. Gut, jetzt nehmen wir das Ganze einmal raus und ihr seht hier schon, das ist tatsächlich, der ganze Karton ist dann auch Display sozusagen, als ihr das gerade von draußen betrachtet habt. Und dann sehen wir hier nämlich das Gerät einmal, hier hinten die Halterung dran. Und vorne dann logischerweise das Display. Ihr seht, es ist nicht komplett abgedichtet oder beziehungsweise geht nicht komplett bis zum Rand. Hier an der Seite die Anschlüsse, kommen wir aber gleich in den Details noch dazu. So, was haben wir hier sonst noch mit drin? Einmal natürlich Strom. Das Ganze hat keinen Akku, sprich ihr müsst es immer mit Strom verbinden. Das ist USB-C und das finde ich persönlich natürlich super. Da braucht ihr nicht zwingend dieses mitgelieferte Kabel verwenden, sondern könnt in eurem Auto, falls ihr einen USB-Anschluss habt oder ähnliches, halt auch den benutzen. Das ist dann super easy. Und vor allen Dingen, wenn ihr das hier benutzt, großer Vorteil aus meiner Sicht, ihr könnt es ausschalten, das heißt, es zieht nicht ständig Strom, wenn ihr quasi das Display nicht benutzen möchtet. Weitere Halterungen noch, um das Ganze dann aufzukleben, da kann ich nur wiederholen, zu den Halterungen zeige ich euch später im Auto dann nochmal, was da im Detail möglich ist. Wir haben hier noch einen USB-Anschluss, oder eine USB-Verlängerung, um auch einen normalen USB-Stick zum Beispiel anzuschließen, falls ihr nicht nur USB-C habt. Ein weiterer Teil der Halterung sozusagen. Könnt ihr aufkleben und dann den Saugnapf draufbringen und hier noch weitere Klebestreifen, um das Ganze sauber zu befestigen. Ansonsten noch eine Anleitung, wobei ich sage jetzt einfach mal, die werden wir in dem Zusammenhang wahrscheinlich nicht benötigen, denn viele Dinge oder viele eigene Dinge gibt es ja nicht. Es gibt nachher ein Menü, das ist aber selbsterklärend und von daher brauchen wir die Anleitung im Normalfall eigentlich nicht, wenn überhaupt für die Rückfahrkamera zur Installation sozusagen. So, gucken wir uns jetzt das Display, was ja natürlich das Kernstück der ganzen Veranstaltung ist, mal im Detail an. Ihr seht hier auf der Rückseite, das wird per Magnet gehalten und das hält wirklich richtig gut. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich, glaube ich, gelesen, wie viel Kilo es hält. Auf jeden Fall, das Display hält bombensicher, das ist überhaupt kein Thema. Zumindest an diesem Teil, den Rest müsst ihr natürlich dann vernünftig befestigen. Gut, machen wir einmal jetzt die Folie ab, damit ihr das Ding dann auch nochmal im Detail seht. Hier vorne noch eine Schutzfolie drauf, die ziehen wir jetzt auch gleich direkt mal ab, die brauchen wir ja jetzt im Prinzip nicht. Was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen möchte, das Display ist komplett wie sagt man, laminiert, komplett eingefasst, geht aber nicht bis ganz zum Rand, also sprich, es gibt keine Kante, wo das Display endet, die geht bis zum Rand, die Kante, aber das Display geht nicht komplett bis zum Rand. Das sieht man hier, glaube ich, nochmal ganz gut, da seht ihr relativ genau, ich hoffe, man erkennt das, wo das Display endet, beziehungsweise wie weit es geht. Grundsätzlich von der Größe, ich habe es vorhin schon gesagt, aus meiner Sicht genau richtig, relativ breit, nicht zu hoch, in der Höhe, da braucht Android Auto oder Apple CarPlay, glaube ich, nicht so viel Platz, aber in der Breite ist es natürlich dann spannend, gerade für die Karte gegebenenfalls. Rückseite haben wir hier die verschiedenen Anschlüsse. Ich zeige es euch mal. Einmal Strom,
Logischerweise, das brauchen wir, um das Ganze verbinden zu können. USB-C habe ich euch vorhin schon gezeigt. Dann haben wir noch einen Audioport für den AUX-Eingang. Wir haben die Videokamera, den Videokameraeingang, ein Mikrofon und einen USB-Anschluss, über den ihr dann auch das USB-C halt euer zusätzliches Zubehör oder was auch immer ihr habt anschließen könnt. Grundsätzlich gut verarbeitet, macht einen guten Eindruck, ist natürlich aus Plastik, logisch, das dürfte, denke ich, keinen verwundern, aber dafür, dass es aus Plastik ist, finde ich, macht es einen ganz guten Eindruck und macht auch nicht den Eindruck, als ob es irgendwo scharfe Kanten gäbe oder ähnliches, also von daher Daumen hoch. So, jetzt fahren wir aber das ganze Ding einmal hoch, denn ihr wollt ja sicherlich mehr erfahren zu dem Display an sich und nicht zu irgendwelchen Blabla zur dunklen Hardware sozusagen. Also, wenn ihr das Ding einmal hochgefahren habt und ihr könnt das, ihr seht hier, wir können es auch per USB-C hier im Büro sozusagen hochfahren, kein Problem. Dann habt ihr hier unten die verschiedenen Möglichkeiten. Apple CarPlay mit 60 FPS, wir haben Android Auto mit dabei und dann hier ein Betriebssystem in Anführungsstrichen, welches auf Linux basiert und euch ja verschiedene Einstellmöglichkeiten bietet. Also zum einen natürlich die Sprache, Datum und Uhrzeit. Ihr könnt euren Bluetooth-Kopplungsmodus oder beziehungsweise Geräte löschen und zusätzlich koppeln. Ihr könnt die automatische Nachtsicht, die hier mit etwas überraschend mit Nachtschicht übersetzt ist, könnt ihr quasi aktivieren zu bestimmten Zeiten. Ihr könnt Wallpaper ändern, die Helligkeit ändern. Ihr könnt ein Logo einstellen von verschiedenen Autoherstellern, so ihr das denn möchtet. Ich habe das jetzt in diesem Video mal vermieden. Bei Apple CarPlay könnt ihr den 60 FPS-Modus aktivieren. Ihr könnt quasi das Ganze auch noch umdrehen, also das heißt die Display-Darstellung umdrehen. Ihr könnt die Lautstärke verändern. Ihr könnt verschiedene Einstellungen vornehmen, wie das System mit dem Auto bzw. dem Handy kommunizieren soll. Zum einen, wenn ihr quasi kein Bluetooth habt, könnt ihr das Ganze ans Auto übertragen, indem ihr einfach hier eine Sendefrequenz einstellt und dann an eurem Radio die entsprechende korrespondierende Sendefrequenz. Das sollte heutzutage bei neueren Fahrzeugen nicht mehr nötig sein. Aber wenn ihr ein älteres Auto habt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Ihr könnt AUX benutzen. Ihr könnt den Speaker in dem Gerät an sich nutzen, aber das Beste oder das Sinnvollste ist, glaube ich, das Dual Bluetooth, wo ihr dann quasi eine Verbindung vom Handy zum Lautsprecher des Autos, darüber könnt ihr auch fernbedienen und auch zu dem CarPod To Go T3 Pro einstellen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Grundsätzlich habt ihr jetzt gerade auch gesehen, wie schnell das Ding hochfährt. Geht wirklich richtig schnell. Android Auto, bis das startet, zeige ich euch nachher nochmal, wie lange es dauert. Aber da muss man einfach sagen, das geht wirklich ratzfatz. Wenn ihr mit eurem Auto loslegt, dann geht es sofort eigentlich auch schon mit Android Auto los. Ich schalte jetzt mal das Bluetooth ein bei mir am Handy, sodass wir dann jetzt auch sehen, wie die Verbindung halt hergestellt wird. Jetzt seht ihr, die beiden erkennen sich gegenseitig und dann wird auch schon Android Auto hier gestartet. Ich sag mal, ihr könnt jetzt zählen, wie lange es dauert. Im Normalfall, bis ihr euer Auto gestartet habt, glaube ich, ist das Ding auch hochgefahren. Also von daher spielt das eigentlich kaum eine Rolle oder verzögert eure Abfahrt nicht. Ansonsten hier natürlich dann jetzt klassisches Android Auto in der aktuellen Version. Apple, beziehungsweise Apple natürlich bei CarPlay. Google verändert bei Android Auto ja durchaus öfter mal was. Also von daher, das ist der aktuelle Stand. Und dann könnt ihr natürlich alle Funktionen nutzen, die ihr auch ansonsten bei Android Auto verwenden könnt. Halt eben nur auf einem breiteren, größeren Display. Und das ist halt für mich das Entscheidende. Wenn ihr ein älteres Auto habt und ein größeres Display sucht, ist das hier auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ihr habt Android Auto mit an Bord, ihr habt Apple CarPlay mit an Bord. Und apropos Apple CarPlay, das zeige ich euch im Anschluss jetzt direkt auch nochmal, damit ihr auch seht, was da so möglich ist. Ja, wie gesagt, neben Android Auto auch Apple CarPlay mit 60 FPS mit an Bord. Das geht wirklich richtig fix, da gibt es keine Schlieren oder ähnliches. Das ist wirklich intuitiv zu bedienen. Das liegt aber natürlich an Apple CarPlay, weniger an dem Display. Aber halt die Displayqualität spielt hier insofern eine Rolle, als dass sich das Ganze eben mit 60 FPS relativ smooth auch bewegen lässt. Ansonsten Auflösung und so weiter des Displays hat Full HD quasi, 1080p. Oder beziehungsweise 1920 x 720 Pixel, also nicht die klassische Auflösung, aber das reicht völlig aus und ihr könnt hier auch, wie ihr gerade schon gesehen habt, von oben nach unten wischen, sodass ihr dann auch den automatischen Tag-Nacht-Modus überschreiben könnt, wenn ihr denn den Dark Mode vielleicht nutzen wollt. Und wir geben jetzt hier einmal ein, dass wir sagen, wir wollen zum Kölner Dom, damit ihr auch nochmal seht. Also da auch die Möglichkeit, das Ganze hier direkt am Display einzugeben, ohne Probleme. Der Touch funktioniert hervorragend. Und dann kann es theoretisch schon losgehen. Die Navigation kann starten. Wir können reingehen in euer Apple CarPlay, so ihr denn jetzt losfahren wollt oder was auch immer ihr damit tun wollt. Also von daher Auflösung und System bzw. Gerät an sich aus meiner Sicht genau für diese Zielgruppe, die gesucht ist. Wie ich habe schon eben mehrfach ja gesagt, ältere Autos, die ein größeres Display brauchen.
So, jetzt noch mal kurz zu dem Klinke-AUX-to-Bluetooth-Adapter sozusagen, der es euch ermöglicht, wenn euer Auto kein Bluetooth haben sollte, also sprich ein wirklich richtig altes Auto sozusagen, dass ihr das Ganze dann trotzdem verwenden könnt. Und dazu steckt ihr einfach den USB-Teil, den wir hier in der linken im Bereich sehen, in eine Stromquelle, natürlich nicht in einen Stromadapter wie diesen hier, weil wir wollen es ja im Auto benutzen, aber in eurem Auto, in eurer Powerbank oder was auch immer, damit das Ganze Strom kriegt. Und das hier steckt ihr dann sozusagen direkt in die AUX bzw. in den Klinkeneingang oder Ausgang, je nachdem, von eurem Fahrzeug, sodass ihr dann das Ganze auch sauber bzw. digital sozusagen verwenden könnt. Finde ich persönlich ganz cool, dass das noch mitgeliefert ist, gerade wenn man ein ganz altes Fahrzeug hat, welches halt auch nicht über Bluetooth verfügt, dann macht es natürlich total Sinn, dass man hier noch Bluetooth hinzufügen kann, über diesen Adapter, der hier dann entsprechend auch mitgeliefert wird. Hier schauen wir uns kurz auch noch die Installation im Auto an, weil das vielleicht eine der wesentlichen Komponenten natürlich ist. Wir haben hier jetzt die Halterung, die ist hier vorne mit einem, an der Windschutzscheibe zum Beispiel befestigt. Achtet darauf, dass das vielleicht unten aufsitzt. Durch das Gewicht sollte das gerade beim Wackeln vielleicht am besten unten aufsitzen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit halt hier auch diesen Klebepad zu verwenden und den hier einfach irgendwo drauf zu pappen. Hier unten macht es jetzt bei mir tatsächlich weniger Sinn, weil das zu schmal ist. Aber dafür könnt ihr dann zum Beispiel diese Halterung noch verwenden. Die klebt ihr einfach auch auf. Und dann könnt ihr das Ganze daran befestigen. Ist natürlich völlig individuell, je nach Fahrzeug, wo ist das möglich und wo ist es nicht möglich. Das müsst ihr dann so ein bisschen selber ausprobieren. Ja gut, und danach könnt ihr quasi das Display dann natürlich einklicken und verwenden, logischerweise. Und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Und los geht's dann mit den Dingen, die ich euch bisher schon gezeigt habe. Ja, damit sind wir durch mit unserem kleinen Review zum CarPod Go T3 Pro, ein Display für Android Auto und Apple CarPlay. Ich komme nochmal zur Auflösung zurück. Wie gesagt, 1920 x 720 Pixel. Ich würde sagen, da erkennt ihr keine Pixel. Das ist so hochauflösend wie die Displays, die in heutigen Fahrzeugen auch verbaut sind. Also insofern rüstet ihr damit definitiv neuere Technik oder neueste Technik nach für euer älteres Fahrzeug. Ihr habt verschiedene Anschlussmöglichkeiten, habe ich euch jetzt schon mehrfach gezeigt. Im Menü verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt sowohl Apple CarPlay benutzen mit 60 FPS als auch Android Auto, so wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Also seid da auch breit aufgestellt, auch wenn ihr ein iPhone habt oder ein Android-Telefon. Es spielt alles keine Rolle. Verarbeitungsqualität aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben. Das macht einen guten Eindruck. Auch die Halterung, die hält. Da ist noch ein zusätzlicher Kleber, das wollte ich sagen, auf der Halterung mit drauf, was zusätzlich hält. Dann noch Saugnapf mit dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch die Rückfahrkamera verbauen. Dann habt ihr sogar noch ein zusätzliches Feature, welches quasi nicht klassischerweise zu einem solchen Display gehört. All in all muss man sagen, für meine Begriffe ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wenn ihr ein älteres Fahrzeug habt, wo ihr so ein Display nachrüsten wollt, dann macht Android Auto oder Apple CarPlay total Sinn und dieses Display vergrößert halt eure Darstellungsmöglichkeiten nochmal erheblich. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.